Hallo Freunde, wie geht es? Ich hoffe, Sie sind alle sicher, gesund und es geht Ihnen gut. Ja? Willkommen zurück auf unserem Kanal Bloom German. Bist du also bereit für ein weiteres spannendes Märchen? Und der Name unseres heutigen Märchens ist Das Rotkäppchen, the Red Riding Hood. Beginnen wir also unser Märchen? Es war einmal ein kleines Mädchen, das immer ein rotes Käppchen trug. Darum hieß es bei allen Leuten nur Rotkäppchen. Eines Tages sagte die Mutter zu dem Kind, hier ist Kuchen und eine Flasche Wein, bringe sie der kranken Großmutter, aber gehe nicht vom Weg ab. Die Großmutter wohnte in einem Häuschen im Wald. Rotkäppchen ging fort, und als es durch den Wald ging, begegnete es dem Wolf. Rotkäppchen wusste nicht, dass der Wolf böse war und erzählte ihm von der kranken Großmutter. Der Wolf dachte, die kranke alte Frau kann ich leicht fressen, und als Nachtisch werde ich mir noch das kleine Rotkäppchen holen. Zu Rotkäppchen sagte er, hier sind so schöne Blumen, bring doch deiner Großmutter einen bunten Strauß mit, dann freut sie sich bestimmt. Während nun das Kind Blumen pflückte, lief der Wolf gerade ins Haus der Großmutter und verschlang sie. Dann zog er ihre Kleider an und legte sich ins Bett. Nach einer Weile kam Rotkäppchen und war sehr erstaunt, weil die Haustür offen stand und die Großmutter nicht Guten Tag sagte. Es zog die Bettvorhänge zurück und erschrak, denn die Großmutter sah heute ganz fremd aus. Großmutter, was hast du für große Ohren? Fragte Rotkäppchen, damit ich dich besser hören kann, antwortete der Wolf. Großmutter, was hast du für große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, war die Antwort. Großmutter, was hast du für große Hände? Damit ich dich besser packen kann. Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Mund? Damit ich dich besser fressen kann. Und damit sprang der Wolf aus dem Bett und verschlang das arme Rotkäppchen. Dann legte er sich wieder ins Bett, schlief ein und schnarchte laut. Der Jäger, der am Haus vorbeiging, dachte, warum wohl die alte Frau so schnarrte? Ich muss doch hineingehen und sehen, ob ihr etwas fällt. Da sah er, dass der Wolf im Bett lag. Mit einer großen Schnere begann er, dem Wolf den Bauch aufzuschneiden. Da sah er schon das rote Käppchen und bald sprang Rotkäppchen heraus und rief, Gott sei Dank, darin war's so dunkel. Und die alte Großmutter kam auch lebend heraus. Nun füllten sie den Bauch des Wolfes mit Steinen und nähten ihn wieder zu. Als der Wolf aufwachte, wollte er aus dem Bett springen, aber die Steine waren so schwer, dass er fiel und tot war. Da dachten
Da dankten Rotkäppchen und die Großmutter dem Jäger und alle drei waren froh und tranken die Wein und aßen den Kuchen. Ich hoffe, euch hat das Märchen gefallen. Bitte liken, teilen und abonnieren Sie unseren Kanal und schreiben Sie gerne in den Kommentarbereich. Unsere nächste Geschichte ist der Froschkönig, also bleiben Sie daran. Herzlichen Dank, dass Sie sich meiner Geschichte angehört haben.